Du stehst im Supermarkt an der Kasse und vor dir legt jemand sein ganzes Leben aufs Band. Es dauert also einen Moment, vielleicht 12 Sekunden, vielleicht 18 und zack, ist das Handy in deiner Hand. Nicht, weil plötzlich eine weltbewegende Nachricht erwartet wird, sondern weil da so ein kleiner, kurzer, leerer Moment auftaucht und irgendwas in dir offenbar sagt, nee, den lassen wir jetzt nicht einfach so stehen. Oder Wartezimmer. Auch das ist so ein Klassiker. Es ist still, nichts passiert und trotzdem fühlt sich dieses Nichtstun erstaunlich schnell nach zu viel an. Und wieder, Handy in die Hand. Oder du bist 2 Minuten zu früh vor einem Termin da. Oder eine Gesprächspause entsteht, die vielleicht 3 Sekunden dauert, sich aber anfühlt, als müsste jetzt dringend irgendetwas passieren. Und was macht die Hand? Genau, sie tut so, als hätte sie ihren eigenen Vertrag mit dem Telefon. Und genau darüber möchte ich heute sprechen, nicht darüber, dass Handys böse sind, auch nicht darüber, dass du jetzt einfach diszipliniert werden musst, sondern über etwas, das ehrlicher ist. Das Handy ist oft gar nicht das eigentliche Problem, es ist eher das Pflaster. Denn ganz oft greifen Menschen gar nicht zum Handy, weil sie gerade so wahnsinnig Lust auf Technik haben. Die wenigsten stehen an der Ampel und denken, ach herrlich, endlich wieder mal kurz aufs Display schauen. Meistens passiert etwas ganz anderes. Da ist ein kleiner Moment, in dem man nicht so genau weiß, wohin mit sich. Ein bisschen Leerlauf, ein Hauch von Unsicherheit, ein Müh von Unruhe. Oder einfach diese schwer erklärbare Empfindung, ich will gerade nicht einfach nur hier sein. Und das Handy ist sofort da. Schnell, griffbereit, beschäftigt, beruhigt, lenkt ab, liefert Kontaktgefühl. Es schaut nicht beleidigt, wenn du schon zum 5. Mal an diesem Tag bei ihm landest. Es sagt nicht, Entschuldigung, was genau vermeiden wir denn heute schon wieder? Ich glaube, viele merken erst hinterher, dass sie gar nichts Bestimmtes sehen wollen. Sie wollen gar keinen Inhalt. Sie wollen nur nicht in diesem kleinen Moment landen, der sich ihnen so unangenehm angefühlt hat. Und das ist ein ziemlich anderer Blick als dieses einfache, das Handy lenkt mich ab. Ja, tut es oft, aber wovon eigentlich? Ich glaube, genau da wird es interessant, weil dieser Griff oft wahnsinnig schnell passiert. Nicht nach langem Nachdenken, eher so, zack. Du willst nur kurz etwas nachschauen und merkst 3 Minuten später, ich habe eigentlich gar nichts gesucht, ich wollte nur nicht so leer dastehen. Viele dieser Momente sind so klein, dass man sie kaum ernst nimmt. Eine halbe Minute an der Kasse, 30 Sekunden im Aufzug, 1 Minute vor einem Termin, 2 Abendzüge nach einem Gespräch. Das wirkt lächerlich kurz, aber genau diese Mini-Lücken sind oft die Stellen, an denen die Hand losmarschiert. Und weil das so schnell geht, bemerkt man die Lücke selbst oft gar nicht mehr. Man merkt nur noch das Ergebnis. Handy offen, irgendwas gewischt, irgendwas gelesen, irgendwas angetippt. Der eigentliche Anfang lag aber oft in einem Moment früher. Da war vielleicht eine kleine Verlegenheit, Müdigkeit, leichte Überforderung oder dieses unangenehme Nichts, das schwerer auszuhalten ist, als man denkt. Besonders spürbar war das in Gesellschaft. Das Gespräch stockt kurz und plötzlich weiß man nicht so recht, wohin mit dem Blick, Händen, Gesicht, sich selbst. Und das Handy liefert sofort eine Rolle. Gut, ich bin jetzt kurz beschäftigt, ich muss mich gerade einfach still mit mir in den Raum beschäftigen und genau deshalb fühlt sich das so selbstverständlich an. Nicht, weil es immer spannend wäre, sondern weil es schnell funktioniert. Und
Und ich glaube, das ist der Teil, den viele unterschätzen. Das Handy ist oft nicht interessant wegen dem, was drauf ist, sondern wegen dem, was es in dem Moment tut. Es liefert Reiz, wenn innen Leere ist. Beschäftigung, wenn man fahrig ist. Kontaktgefühl, wenn man sich gerade ein bisschen abgehängt fühlt. Ablenkung, wenn etwas unangenehm nachklingt. Und manchmal einfach eine weiche Zwischenwelt. Gerade wenn man müde ist oder leicht überfordert, dann wirkt das Handy fast wie so ein kleines Innenfutter. Da ist sofort Bewegung, Inhalt, Bild, Ton, Nachrichten, irgendwas. Nicht unbedingt gut, nicht unbedingt nährend, aber immerhin etwas. Oder abends im Bett, du willst eigentlich gar nichts mehr. Der Tag ist lang genug gewesen und trotzdem liegt das Handy noch in deiner Hand. Nicht aus Begeisterung, nicht weil jetzt der große Erkenntnisgewinn wartet, sondern weil Schlafen irgendwie zu still wirkt und das Handy noch einmal kurz eine weichere Ausfahrt anbietet. Dann schaut man Sachen an, die einen nicht mal so richtig interessieren. Irgendein Video, irgendein Beitrag, irgendein Mensch sortiert Schubladen, als hinge der Weltfrieden davon ab. Und man merkt, ich wollte das alles gar nicht unbedingt sehen. Ich wollte nur gerade nicht so ungepolstert bei mir selbst ankommen. Das meine ich mit Pflaster. Ein Pflaster ist ja nicht dumm. Es schützt, es überbrückt, es nimmt erstmal den direkten Kontakt raus. Genau deshalb benutzt man es. Nur ist ein Pflaster eben nicht dasselbe wie die eigentliche Sache darunter. Und ich glaube, beim Handy ist es oft ähnlich. Es kann kurzfristig wirken und entlasten, aber langfristig kann es auch verschleiern, worüber es die ganze Zeit geklebt wird. Der Punkt ist also nicht nur, was du anschaust, sondern wofür es eigentlich gerade benutzt wird. Und genau da finde ich den ehrlichen Blick spannender als jede Moralpredigt. Nicht, wie kriege ich das Handy weg, sondern eher, wofür brauche ich es gerade so dringend? Was war die Stelle davor? Worüber wurde das Pflaster geklebt? War da Langeweile, innere Unruhe, Müdigkeit, diese komische Leere, die man sofort mit etwas befüllen will? Eine kleine soziale Verlegenheit, der Nachhall von etwas Unangenehmen oder einfach der Wunsch, ganz kurz nicht in dieser Situation sein zu müssen. Du musst das Handy nicht verteufeln, um seine Rolle klarer zu sehen. Es reicht oft schon zu merken, aha, ich suche gerade gar nichts, ich will nur kurz woanders hin. Das ist ein sehr ehrlicher Satz, weil er mehr erklärt als jedes, ich habe einfach zu viel Bildschirmzeit. Vielleicht bist du gerade ein bisschen überladen, vielleicht ist da ein Restgefühl vom Tag, vielleicht fällt dir Stillstand schwerer, als du dachtest. Vielleicht macht dich Warten nervöser, als es von außen aussieht. Vielleicht ist einfache Präsenz manchmal gar nicht so einfach. Und dann ist das Handy eben nicht der Feind, es ist der schnelle Helfer, der kleine Lückenfüller, der Sofortdienst für diffuse Innenzustände. Das Problem ist nur, wenn man immer nur auf den Helfer schimpft, versteht man das Eigentliche darunter nicht besser. Ich glaube, wer das Pflaster versteht, versteht oft viel mehr über sich selbst als über Technik. Nicht mit großem Gongschlag, eher ganz normalem Alltag. An der Kasse, im Wartezimmer, vor dem Termin, im Bett. Und vielleicht ist das sogar die gute Nachricht an der ganzen Sache. Denn wenn das Handy nicht nur das Problem ist, sondern auch ein Hinweis, dann wird der Blick sofort interessanter. Dann ist der Griff zum Handy nicht nur etwas, das man sich abgewöhnen müsste, dann ist er manchmal auch eine ehrliche kleine Spur. Du musst aus dir keinen Menschen machen, der fortan mit seligem Lächeln in jeder Warteschlange ins Nicht blickt, als würde er dort kosmische Weisheiten empfangen. Man darf schon zugeben, manche Momente sind einfach unangenehm. Manche
stillen Minuten haben eine innere Kratzigkeit, dass man nicht bestellt hat. Kein Wunder also, dass etwas in uns schnell nach etwas Greifbarem sucht. Nur vielleicht hilft es, diesen Moment nicht nur technisch zu sehen, sondern menschlich. Nicht schon wieder das Handy, sondern interessant. Was war gerade so unangenehm, dass ich sofort woanders hin wollte? Denn manchmal ist das Handy eben nicht das Drama. Manchmal ist es nur der Verband, den wir sehr schnell draufkleben, damit wir nicht direkt spüren müssen, was darunter gerade zieht. Und vielleicht ist schon viel gewonnen, wenn du in einem dieser Momente irgendwann kurz merkst, ich will gerade gar nicht ans Handy, ich will nur gerade nicht in diesem Moment sein. Das ist nicht die ganze Lösung, aber es ist ein ziemlich guter Anfang.